Spürst du auch, dass ein großes Kapitel in deinem Leben nach einem Abschluss ruft? In dieser Woche erleben wir mit der totalen Mondfinsternis im Zeichen Jungfrau einen kraftvollen Wendepunkt, der uns einlädt, den Blick auf unsere Balance zu richten. Gleichzeitig umgibt uns die weiche Energie der Fischersaison, die unsere Intuition stärken und uns tief nach innen blicken lassen kann. Lass uns gemeinsam schauen, welche Impulse diese intensive Zeit für dich bereithält. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Diese Woche vom 2.3. bis zum 8.3.2026 ist stark geprägt von der tiefgründigen Naturstimmung der Fischersaison, die uns sanft einlädt, mit unserer Lebenskraft Haus zu halten und innerlich Rückzug zu suchen. Den großen Kontrast dazu bildet der Vollmond mit der totalen Mondfinsternis im Zeichen Jungfrau, der uns dazu einlädt, unseren Alltag und unsere Routinen zu reflektieren. 2 Portaltage öffnen zudem die Türen zu unserer Intuition, während der Mars in den Fischen unsere emotionalen Tiefen anspricht. Es ist eine Zeit, in der sich feinfühlige Spiritualität und der Wunsch nach Klarheit wunderbar ergänzen können. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt immer auch von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten. Am Montag, den 2.3., gibt es eine kurze Mondleere im Löwen von 13:27 bis 13:34 Uhr. Eine wunderbare Minute, um kurz innezuhalten, bevor der Mond um 13:36 Uhr in die Jungfrau wechselt. Diese Jungfrau-Energie symbolisiert ein zurückhaltendes und analytisches Denken, bei dem unsere Pflichterfüllung im Vordergrund stehen kann. Um 15:15 Uhr wandert dann Mars in die Fische. Hier herrschen starke Emotionen, die aus unserem Unbewussten aufsteigen können, weshalb wir nun besonders viel Ruhe und Entspannung gebrauchen könnten, um neue Energie zu schöpfen. Der Dienstag, der 3.3., bringt das Hauptereignis der Woche. Um 12:41 Uhr erstrahlt der Vollmond in der Jungfrau, begleitet von einer totalen Mondfinsternis. Finsternisse bringen oft unvorhergesehene Veränderungen und schließen Kapitel ab, insbesondere jene, die mit der Sonnenfinsternis letztes Jahr begonnen haben. Dieser Vollmond lädt dazu ein, den Blick auf unsere Körperverbundenheit und unsere alltägliche Balance zu lenken und Dinge liebevoll zu verabschieden, die uns nicht mehr dienen. Am Mittwoch, den 4.3., erleben wir einen Portaltag, an dem der Schleier zur Anderswelt traditionell als sehr dünn gilt. Um 17:40 Uhr bildet Venus ein Sextil zu Uranus, was originelle und romantische Neigungen sowie eine ausgeprägte sinnliche Anziehungskraft symbolisiert. Nach einer Mondleere von 15:52 bis 19:56 wechselt der Mond um 19:57 in die Waage, was unseren Wunsch nach Harmonie und Partnerschaft betont. Der Donnerstag, der 5.3., schenkt uns um 18:13 Uhr ein wunderschönes Trigon zwischen Sonne und Jupiter. Dies gilt als ein sehr günstiger astrologischer Aspekt für das Streben nach Anerkennung, der Vertrauen erwecken und das Einvernehmen mit geistig interessierten Menschen fördern kann. Am Freitag, den 6.3., haben wir nach Mitternacht von 0:22 Uhr bis 5:02 Uhr am nächsten Morgen eine Mondleere in der Waage. Um 11:45 Uhr wechselt die Venus in den Widder. In diesem Feuerzeichen könnten wir unsere Zuneigung oft impulsiver und stürmischer zum Ausdruck bringen und nach leidenschaftlichen Verbindungen suchen. Der Samstag, der 7.3., ist ein weiterer Portaltag und die Sonne wechselt in das Human Design Tor 22, dem Tor der Anmut. Diese Energie lädt uns ein, unsere feine Art im Umgang mit anderen zu kultivieren und mit Empathie auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Um 5:02 Uhr wechselt der Mond in den Skorpion und weckt intensive Gefühle und Leidenschaft. Am Mittag um 11:59 Uhr verbindet sich die Sonne mit Merkur, was unser praktisches Denken und unsere Auffassungsgabe schärfen kann, gefolgt von einer Venus-Neptun-Konjunktion um 12:27 Uhr, die eine schwärmerische Einstellung zur Liebe und eine Verbindung von Mystik und Kunst symbolisiert. Der Sonntag, der 8.3., beginnt um 4:42 Uhr mit einem Quadrat zwischen dem Mondknoten und Lilith. Diese Lilith-Energie setzt sich oft unbewusst durch und kann Situationen bringen, die uns aufwecken und uns an unseren Verwirklichungsweg erinnern. Um 16:43 Uhr schließt die Woche mit einem harmonischen Trigon zwischen Sonne und Mond.
Dieser Aspekt symbolisiert ein wunderbares Gleichgewicht zwischen der erlebten Wirklichkeit und den Wunschträumen unseres Innenlebens, was gute Beziehungen zu unserem Umfeld begünstigt. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Wir beginnen mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Eure Orakelkarte für diese Woche ist der Neptun. Diese Karte verkörpert die feinstoffliche Dimension des Lebens und das tiefe Streben nach Verbundenheit mit dem Universum. In einer Woche, die von der Fischesaison und der tiefen Emotionalität des Mars geprägt ist, lädt euch Neptun ein, eurem Mitgefühl und eurer Intuition Raum zu geben. Achtet jedoch darauf, euch nicht in unrealistischen Erwartungen zu verlieren, sondern eine Balance zwischen der spirituellen Inspiration und der realen Welt zu finden. Eine passende Reflexionsfrage für euch lautet: Welche kreativen oder spirituellen Impulse möchtest du in den kommenden Tagen sanft in deinen Alltag integrieren? Ein praktischer Tipp ist, euch bewusst Momente der Stille zu gönnen, in denen ihr einfach nur euren Gedanken nachhängt, ohne etwas leisten zu müssen. Als archetypischen Begleiter könnt ihr den Amethyst oder den Aquamarin nutzen, denen traditionell eine beruhigende Eigenschaft nachgesagt wird. Bei den ätherischen Ölen können Weihrauch oder Myrrhe symbolisch dabei helfen, eine Atmosphäre der Achtsamkeit zu schaffen. Ein schönes Ritual wäre eine kurze Atemmeditation am Abend, um die Eindrücke des Tages friedvoll ziehen zu lassen. Werbung. Alle Links zu den passenden Produkten findet ihr wie gewohnt in der Beschreibung. Nun blicken wir auf die flexiblen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Eure Karte für diese Woche ist der Garten der Möglichkeiten. Dieses wunderschöne Bild symbolisiert ein Feld voller ungenutzter Chancen und verborgenem Potenzial. Da die totale Mondfinsternis alte Kapitel schließen kann, entsteht vielleicht wertvoller Raum, um etwas völlig Neues zu pflanzen und zu kultivieren. Es ist eine sanfte Aufforderung, neugierig zu bleiben und Hemmungen oder Zweifel liebevoll zu hinterfragen. Eure Reflexionsfrage für diese Zeit ist: Welche neue Gelegenheit in deinem Umfeld wartet nur darauf, von dir entdeckt zu werden? Mein praktischer Tipp für euch: Schreibt diese Woche eine Idee auf, die ihr schon lange im Kopf habt, und überlegt euch einen ganz kleinen ersten Schritt zur Umsetzung. Energetisch können euch der grüne Aventurin oder der Zitrin begleiten, die als Symbolsteine für Wachstum und Lebensfreude gelten. Erfrischende Düfte wie Bergamotte oder Zitrone können traditionell eine optimistische Stimmung fördern. Als Ritual bietet sich an, bei einem bewussten Spaziergang in der Natur die aufkeimenden Pflanzen zu beobachten und euch dabei mit eurem eigenen inneren Wachstum zu verbinden. Werbung. Auch hier habe ich euch die Links zu den Empfehlungen in die Beschreibung gepackt. Abschließend kommen wir zu den flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Eure Karte ist der Schütze. Diese Energie steht für die Entdeckung, das Lernen und die freudige Sinnfindung. Gerade in Verbindung mit dem harmonischen Sonne-Jupiter-Trigon kann euch diese Karte eine unerschütterliche Zuversicht schenken und lädt euch ein, eure Komfortzone zu erweitern. Achtet nur darauf, nicht dogmatisch an euren Überzeugungen festzuhalten, sondern weltoffen und tolerant zu bleiben. Eure Reflexionsfrage lautet: Welches neue Thema weckt deine natürliche Neugier und lädt dich zum Weiterdenken ein? Ein praktischer Tipp für euch: Hört euch diese Woche einen Podcast zu einem Thema an, mit dem ihr euch bisher noch nie beschäftigt habt. Als Edelsteine können Sodalith oder Lapislazuli dabei unterstützen, die symbolische geistige Weite zu fördern. Bei den ätherischen Ölen sind Zedernholz für die symbolische Erdung oder Pfefferminze für geistige Frische wunderbare Begleiter. Ein passendes Ritual für eure Woche wäre, am Morgen ein paar Minuten zu visualisieren, wie ihr mit Leichtigkeit und Optimismus durch euren Tag geht. Werbung. Die passenden Produktlinks findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Fassen wir diese kraftvolle Woche noch einmal zusammen. Wir erleben einen tiefen Wechsel zwischen der sanften, intuitiven Fischeenergie und dem klärenden Wendepunkt der totalen Mondfinsternis in der Jungfrau. Es ist eine Zeit, in der wir eingeladen sind, alten Ballast liebevoll zu verabschieden, um Raum für neue Visionen und unsere innere Anmut zu schaffen. Wenn wir auf unsere Intuition hören und gleichzeitig bereit sind, unseren Alltag bewusst neu zu ordnen, können wir diese Woche als ein großes Geschenk
der kosmischen Neuorientierung erleben. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.